Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir werden sofort weitermachen. Wenn ihr hinter mir so ein bisschen so dieses Windgeräusch hört, das liegt an meinem Ventilator. Es ist nämlich hier echt verdammt heiß. Ich glaube fast 30 Grad hier in der Butze. Ja, nicht, dass ihr euch da wundert. So, dann wollen wir mal gleich weitermachen. Letztes Mal haben wir hier die Leiche vom schwarzen Peter gesehen und analysiert, das Ganze. Und wir sollten uns jetzt ein geeignetes Versteck suchen zum auf die Lauer legen. Oder? Need to find a good place for an ambush. Genau. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Near the window. Okay. Lestrade. Will ich doch jetzt erstmal gucken. Können wir nochmal hier hinter gucken? Ah ja. This Versteck. looks like the perfect hiding place. Sehr schön, sehr schön. Ja. Bin ich ja jetzt mal gespannt, was passieren wird. Oh, erstmal eine Videosequenz. Oh. Shh. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Er hat definitiv zugeschlagen. Na, uns doch den Boom mal, mal anschauen. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? Then what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Ja, ganz blödes Ding auf jeden Fall für den jungen Mann. Hat er sich, glaube ich, einen ganz ungünstigen Moment ausgesucht, um jetzt da in die Bude einzubrechen. Schauen wir mal was Neues im Notizbuch. Stiefel passen nicht. Peter Carey's Stiefel stimmen nicht überein. Das bedeutet, dass sich eine weitere Person in Woodman Lees aufgehalten hat. Okay. Hätte mich auch sehr verwundert, wenn der Herr Carey wirklich ein Gärtner auch noch nebenbei noch gewesen wäre, der auch noch seinen Garten gepflegt hat, wenn er ein schöner Alki gewesen ist, weil ich auf gar nichts mehr Bock hatte. So, jetzt sind wir hier in der Police Station, aka Scotland Yard. Holmes? Ah, das bin ich. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Okay.
Trotzdem, man muss ja echt sagen, grafisch ist das Spiel schon zwar noch nicht High-End, sag ich mal, aber so für die Verhältnisse kann man echt damit zufrieden sein. So, gucken wir uns erstmal hier seine Unterlagen mal an, was er so dabei hatte. These are the suspect's belongings. Oh, das kennen wir The doch hier. notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These Ja. abbreviations mean something. But what? Ja, das war wahr. Und Taschenmesser? A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. Aha. Taschentuch mit den gleichen Initialen wie auf dem Notizbuch. Das vielleicht was zu sagen hat. Gucken wir uns mal den Ring hier an. Oh, hier steht irgendwas. Ah. From R. Dawson. To my friend and partner, 1883. Aha. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Okay. Dann schnappen wir uns doch jetzt mal den Burschen. Und unterhalten uns mal mit ihm mal. Oh, wo steckt er? Er hat ja gesagt im Verhörungsraum. Ah, da sitzt er. John Nelligan. Ah, kommen wir direkt zur Sache. Dann schauen wir uns den Burschen erstmal kurz hier mal an. Schäbige Mütze. Aua. Die Hände sehen nicht mehr so schön aus. Muss man ja mal so sagen. Der junge Mann arbeitet, glaube ich, echt viel mit seinen Händen, würde ich mal behaupten wollen. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Okay, also wir wollen uns noch nicht verraten, was die Abkürzungen da bedeuten im Notizbuch. Fragen wir noch mal, was er mit seinem Matrosenmesser wollte. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Du siehst jetzt natürlich nicht wie der übliche Mörder aus. Zumal hast du wirklich sehr dünne Arme, mein Freund. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Tja, aber 1883. Ich glaube, da war der junge Mann aber noch nicht geboren. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Wohl wahr, wohl wahr. Drücken wir So, nochmal auf die Mr. Tür. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Tja, der hat einen teuren Stoff, sieht aber wirklich eigentlich gar nicht so aus. Nelligan ist ungefähr 19 Jahre alt. Er wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf, aber nach dem Verschwinden seines Vaters vor 10 Jahren verfielen er und seine Familie in Armut.
Er verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit dem Putzen von Fischen. Obwohl er recht lange solche körperliche Arbeiten verrichten musste, ist John weiterhin ziemlich schwach gebaut. Aha, also sein Vater ist verschwunden und ich glaube auch, weil die Jacke sieht schon echt sehr ranzig aus. Ich könnte mir echt vorstellen, dass es die Jacke des Vaters ist. Schauen wir doch mal. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Na, Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. so bin ich halt. Well, Beziehungsweise ist I will Sherlock see halt. you soon, young man. Please let me go. I'm innocent. Junger Mann, noch können wir dich nicht gehen lassen. Was haben wir echt da? Oh, macht die Lampe. Ah, okay. So, dann können wir mal wieder was kombinieren. Schauen wir doch mal. Ja, jetzt haben wir aber ja ganz schön viel zur Auswahl. Peter Carey raucht nicht. Kein Gärtner. Fehlende Blechkiste. Notizbuch. Einbruchsversuche. Aufgespießt an der Wand. So, Einbruchsversuche könnte auf jeden Fall zu Nelligans Notizbuch passen. Yep. Notizbuch holen. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Durchaus, durchaus. Haben wir hier sonst noch was? Schnell. Peter Carey hatte zwar ein Messer, konnte es aber nicht einsetzen. Er hatte keine Zeit dazu, dem Mörder agierte schnell und instinktiv. Einbruchsversuche und fehlende Blechkiste? Naja, das hätte man sich eigentlich noch vorstellen können. Schnell gehandelt. Aufgespießt an der Wand. Ah, das passt wirklich zusammen. Schauen wir mal. Experiment durchführen. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an einer Wand aufspießt. Klingt erstmal cool. Okay. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Mit Sicherheit nicht. So, dann reicht das erstmal für den jungen Mann hier. Und wir fahren erstmal wieder zurück in die Baker Street. Da können wir nochmal untersuchen, woher der Name Dawson kommt. In unserem Archiv. So, ab in die Baker Street. Gucken wir uns mal unsere Herleitung nochmal an. Okay, fehlende Blechkiste, oh, kein Gärtner, raucht nicht. Naja, das passt glaube ich auch nicht. Das wäre jetzt noch, aber der Rest macht irgendwie nicht so zusammen wirklich einen Sinn. Naja, gucken wir erstmal nach Baker Street. Hallo Watson, ich bin wieder da. Hast du mir auch einen Kaffee gekocht? Oh, natürlich nicht. Faule Socke. This is where I keep my post. Ja, das hatten wir ja schon mal. Wozu steht Teleskop? Sherlock, du alter Spanner. Untersuchen bitte. Uah. Um Gottes Willen. Was zur Hölle? Das macht mir irgendwie Sorgen. Oh, Toby, unser Hund. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Ah. Nee. Fauler Sack. Jetzt werden wir erstmal hier die... Oh, Mann. Na, sag mal. Halt. Nach Dawson suchen.
So, Dawson. Chemie, unwahrscheinlich. Gift und Toxine. Unwahrscheinlich Verletzungen. Kopfverletzungen, ne? Kriminalistik. Worin, ne? Kampfsportarten, Zeichen und Symbole. Okay, jetzt alles irgendwie nicht so. Huch. Jetzt verlassen wird Ihr Vorstand nicht gespeichert. Trotzdem beenden? Nein. Um Gottes Willen. Verdammt. Ah, Zeitung. Mein Gott. So. 1883. Dawson und Nelligan pleite. Da haben wir es doch. So, Dawson und Nelligan. Investmentfonds pleite. Nelligan verschwunden. Okay. Der Dawson und Nelligan Investmentfonds, eine regionale Bank mit Sitz in Cornwall, hat nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird infolgedessen in Kürze aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23. größte Bank in England und der Konkurs ist der zweitgrößte der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Entschuldigung. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von seinen Kreditgebern gesucht. Okay. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Okay. Na ja, gut. So, dann wissen wir immerhin schon mal, wer er jetzt war. Sagen wir Watson jetzt nochmal Bescheid, dass er hier alles vorbereiten soll. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Watson war sichtlich begeistert. So, Harpunexperiment, okay. So, dann werden wir noch die Harpune holen. An Woodman's Lee. So. Holen wir uns die doch noch schnell. Ja, dann werden wir doch mal jetzt nochmal schnell die Harpune holen. Dann gehen wir ein paar Schweine aufspießen. Dup, 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 dup. So ist das, so soll das auch sein. That should do it. Now I am ready for the experiment. So, jetzt kann es ja richtig losgehen. Dup, 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 dup. Na, so, erfragen.
Okay. Okay. Also könnten wir eigentlich nochmal kurz bevor wir die Schweine, könnten wir eigentlich nochmal den guten jungen Mann nochmal was fragen. Oh, ist voller geworden hier. Scotland Yard gibt's immer viel zu tun. So, werden wir den nochmal befragen. Ob er uns noch was zu sagen hat. Also ist immer noch hier drin. So. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Langsam aber sicher. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Okay. Sollten wir definitiv nochmal die Logbücher untersuchen. Ich denke mal, das werden wir jetzt beim nächsten Mal machen. Beim nächsten Mal werden wir dann jetzt erstmal die Schweine ausschlitzen. Nicht schlitzen, aufspießen. Entschuldigung. Und wenn dann nochmal die Logbücher untersuchen und mal gucken, ob wir da mal was Näheres rausfinden, was mit dem Vater von dem guten Jungen passiert ist. Bin ich echt mal gespannt, was da noch so passiert. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute hier erstmal einen kleinen Cut. Und ja, was gibt es noch groß zu sagen? Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst doch mal ein Abonnement, oh Gottes Willen, ein Abonnement hier. Unten ist auch so ein lustiger Button, da einfach draufklicken und dann seid ihr ständig immer geupdatet, wann das neue Let's Play rauskommt. Damit ihr dann immer Bescheid wisst und sofort das neue gucken könnt. Und ja, ich bedanke mich mal wieder recht herzlich fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Mal. Also, ciao!